Wir sind heute erstmals bei dem Schubbodenspezialisten Knapen in Dörne, der schon seit 2019 Proud Member der Krone-Gruppe ist. Ein Auflieger mit Schubboden, auch Moving Floor oder Walking Floor genannt, entlädt Schüttgüter sicher horizontal. Die Ladefläche muss nicht angekippt werden. Und obwohl Knapen ausschließlich Auflieger nach diesem Funktionsprinzip baut, gibt es eine beeindruckend breite Produktpalette. Und so funktioniert das Ganze. Im Normalfall werden 21 Aluminiumplanken, auch Bretter genannt, hydraulisch angetrieben. Und alle Planken machen simultan einen Arbeitshub von 200 mm und schieben so das Schüttgut über Reibung beim Ausladen Richtung Heck. Dann wird jede dritte Latte einzeln zurückgezogen. Und die Reibung der einzelnen Latte ist natürlich geringer als die Reibung der beiden verharrenden Latten des Dreierverbundes. Und so bleibt das Schüttgut bis zum nächsten Arbeitshub an Ort und Stelle. Zum Beladen des Fahrzeugs, zum Beispiel mit Paletten, muss die Hydraulik umgekehrt werden. Und dann geht der Arbeitshub aller Paletten Richtung Stirnwand. Die Aluplanken gibt es in 6, 8 und 10 mm Dachstärke, glatt für Papier, geriffelt für Paletten. 6 mm ist der Standard für Getreide oder Blumenerde und verträgt eine Staplerachslast von 2 Tonnen respektive eine Radlast von 1000 Kilogramm. Das 10 mm Dach verträgt schon 1500 Kilo Radlast. Das gilt allerdings nur für die breiten Staplerreifen. Die schmalen Räder einer Ameise hätten eine zu hohe Punktbelastung. Und übrigens, dieses Aluminiumprofil wird mit dem gleichen Verfahren hergestellt wie zum Beispiel unser Aluminium-Außenbaum vom Profiliner. Seht euch dazu gerne nochmal unseren Beitrag zum Thema Strangpressverfahren an.